Für unsere Vorstellungsgespräche muss man eigentlich nichts lernen. Für mich fühlte es sich nicht an, dass es nur um mein Wissen ging, sondern wirklich um mich als Person. Bei meinem Bewerbertag, dass sie sich einfach auch in sämtlichen Gesprächen immer so viel Zeit und Gedanken gemacht haben. Feedback ist, ich würde sagen, fast das Leitmotiv des gesamten Bewerbertages. Eigentlich geht es nur darum, dass man seine Stärken und Schwächen entdecken kann. Das war extrem wertvoll. Wir als Maiborn Wolfler, wir stellen uns vor, erzählen ein bisschen von unserem Werdegang, unsere Hobbys und private Informationen geben wir auch. Dann stellt sich der Bewerber und gleich danach gibt es sozusagen ein Fachinterview. Für unsere Vorstellungsgespräche muss man eigentlich nichts lernen. Was aber ein total wichtiger Part ist und ein Part, den auch die Bewerberin oder der Bewerber gut vorbereiten kann, ist die Selbstvorstellung. Weil da machen wir es so, dass wir nach unserer eigenen Selbstvorstellung der Bewerberin die Bühne bieten, etwas über sich zu erzählen. Das heißt, wir räumen 15 Minuten Zeit frei und in der Zeit kann die Bewerberin erzählen, was sie gemacht hat, warum sie das gemacht hat, warum sie uns spannend findet und kann dabei die Art und Weise nutzen, mit der sie sich am wohlsten fühlt. Als erstes war ich ein bisschen nervös und aufgeregt und hilflos, weil ich nicht wusste, was genau auf mich zukommt oder wie sie sich die Präsentation vorstellen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vom Lebenslauf kann man ja meistens schon sehr viel ablesen. Ich möchte jetzt eigentlich nicht wieder meinen Lebenslauf runtererzählen. DIN A4-Blätter genommen habe und dort mit Strichmännchen meinen Lebenslauf skizziert habe und habe mich dann an meinem Lebenslauf Stück für Stück durchgehangelt und erklärt, was meine Stationen in meinem Leben waren und wo ich gerne hin möchte. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, ich zeige einfach ein paar Bilder von meinem Instagram-Feed und erkläre dann so meinen Werdegang. Erwarte ich, dass er sich grundsätzlich genauso wie wir auch auf das Gespräch vorbereitet haben. Sich mal ein bisschen mit Maiborn Wolf beschäftigt, mal im Internet ein bisschen recherchiert, was wir so alles Tolles machen. Dann natürlich mit dem Aufgabenspektrum auseinandergesetzt von der Stelle, auf die sich der Bewerber oder die Bewerberin beworben hat. Es wurden eigentlich alle meine Grenzen abgetestet, drumherum, mein Wissen wurde abgetestet. Dann erwarte ich viel Kommunikation. Es war aber sehr angenehm in dem Sinne, dass man nicht jetzt Prüfungsfragen hatte, so mach mal das oder kannst du dies oder jenes, sondern es wurde sozusagen gemeinsam auch ein bisschen erarbeitet, was tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also ich konnte daraus dann auch noch einiges lernen. Es war nicht so ein starkes Abfragen, sondern mehr ein ziemlich großes Diskutieren, was mir sehr entgegenkam, einfach weil ich musste mich nicht beweisen, sondern es war wirklich ein Geben und Nehmen. Feedback ist, ich würde sagen, fast das Leitmotiv des gesamten Bewerbertages. Bei uns geht es ja darum, ja, dem Bewerber oder der Bewerberin wirklich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir sagen ja, es ist nicht nur so, dass sich die Bewerberin bei uns bewirbt, sondern auch wir uns bei der Bewerberin bewerben. Während des fachlichen Interviews war immer Zeit dazu, auch Rückfragen zu stellen, ob ich jetzt die Fragestellung richtig verstanden habe oder ob der Umfang, wie ich es erklärt habe, ausreicht. Und auch nach dem fachlichen Interview war immer noch Zeit, Fragen quasi an Maiborn Wolf zu stellen oder insbesondere Fragen zum Team oder wie Projekte hier ablaufen. Und das war mir auch sehr, sehr wichtig. Ja, Persönlichkeitstest klingt jetzt erstmal irgendwie gruselig, aber das ist es eigentlich gar nicht. Ich finde das total spannend, dieses Persönlichkeitsprofil. Ich kann super verstehen, dass das erstmal abschreckend ist, ui, da werde ich irgendwie durchleuchtet von einem Algorithmus, der dann meine tiefsten Motive irgendwie analysiert. Nein, das ist es nicht. Es sind 16 Motive und viele Fragen, die darauf quasi gemappt werden. Erstmal ist es freiwillig, das überhaupt mitzumachen. Wenn man es mitmacht, dieses Profil, was dabei erstellt wird nie genommen, um irgendwo Entscheidungen zu treffen. Mein wichtigstes Takeaway war einfach, dass es da kein positives oder negatives Profil gibt, sondern dass das einfach nur Ausprägungen von Charakterzügen sind. Es ist viel mehr
für einen selbst spannend zu wissen, wie man tickt, aus welchen Motiven man sich oder aus welchen Gründen man motiviert wird. Und es hilft manchmal als Einstieg in Kennenlerngespräche in Projekten, Kennenlerngespräche in neuen Führungs- und Mitarbeiterverhältnissen. Unser Bewerbertag endet immer mit offenem Feedback. Wenn wir zusammenpassen, wollen wir auch direkt den Vertrag übergeben. Und die Bewerberin verlässt unser Büro mit einem unterschriebenen Vertrag und kann dann für sich in Ruhe entscheiden, ob wir für sie auch die richtige Perspektive sind. Falls es nicht zusammenpasst, erklären wir unsere Entscheidung und erzählen, warum wir denken, dass die Bewerberin vielleicht woanders die bessere Herausforderung findet. Aber auf jeden Fall nimmt jeder bei uns eine klare Entscheidung mit, die immer auch begründet ist.